wir sind ja ein unheimlich innovationsstarkes Bundesland und wir haben verschiedene Branchen, die in Baden-Württemberg sehr stark aufgestellt sind. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir hier auch Rahmenbedingungen jetzt weiterentwickeln, die es eben gerade auch unserem industriellen Mittelstand ermöglichen, zukunftsfähig in Baden-Württemberg, in Deutschland produzieren zu können. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Das ist nicht ganz trivial. Da müssen wir alle auch unseren Beitrag dazu leisten. Also das jetzt zur aktuellen Krise. Wir haben ja immer wieder auch Schwierigkeiten. Die Corona-Pandemie hat uns, die Branchen natürlich in ganz unterschiedlicher Weise, aber auch stark herausgefordert. Wir haben die hohe Inflation. Wir haben die geopolitischen Spannungen, die weiter zunehmen. Also eine Welt im Umbruch, ja, der Begriff Zeitenwende, ich sage das auch immer wieder, der ist wohl gewählt und der steht auch für vieles. Und neben all diesen Umbrüchen befinden wir uns derzeit natürlich in verschiedenen Transformationsprozessen, also in einem Strukturwandel. Zum einen, was die Digitalisierung angeht, da tun wir als Land auch viel dafür, damit wir unsere Unternehmen enablen. Das ist Stichwort künstliche Intelligenz, damit noch mehr Unternehmen auch diese Technologie, die für, ich glaube, man kann sagen, alle Bereiche eine zentrale Zukunftsrolle spielt, damit viele Unternehmen, gerade der Mittelstand, auch davon profitieren kann. Also da tun wir als Land auch viel dafür, auch im Bereich Quantencomputing. In Ehningen steht der erste kommerziell nutzbare Quantencomputer in Europa, in Baden-Württemberg. Das ist auch herausragend. Das ist ganz entscheidend. Also, dass unsere Wirtschaft und gerade eben unser Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen, unsere Familienunternehmen, diese Transformation erfolgreich gestalten. Und der zweite Transformationsprozess, der uns ja herausfordert, aber natürlich auch Chancen bietet, ist natürlich der Klimawandel. Den ganz großen Hebel sehe ich eben im Bereich Innovation. Und da kommen eben wieder unsere starken Familienunternehmen ins Spiel, die gerade auch in Nischen in Teilen ja hoch erfolgreich sind, Weltmarktführer und die eben auch diesen Wandel hin zur Klimaneutralität gestalten über Technologie, über Hightech. Das muss der Weg sein, den wir in Baden-Württemberg gehen. Natürlich, wo es geht, einsparen, aber die großen Stellschrauben, da können wir einen maßgeblichen Beitrag eben über Innovation und Hightech leisten. Aber wenn natürlich bestimmte Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen und Forschung und Entwicklung oder auch Produktion in anderen Regionen dieser Welt günstiger sind, und günstiger meine ich nicht nur finanziell günstiger, sondern dass eben die Menschen fehlen, dass wir hier auch noch mehr ermöglichen, was Frauen angeht, was ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht, aber auch kluge Köpfe aus dem Ausland, die wir dringend benötigen, also aus Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union, dass wir unsere Anstrengungen auch noch weiter intensivieren, dass Bund und auch die Europäische Union den Unternehmen genügend Spielraum lassen, dass sie solche Innovationen auch gestalten. Da gehört auch Technologieoffenheit dazu in allen Bereichen. Ich glaube, da müssen wir auch noch stärker dran arbeiten. Da darf es keine Denkverbote geben, wie das ja im Moment in Teilen der Fall ist. Denn es ist wirklich für uns eine große Zukunftsaufgabe, wie wir unseren Standort weiterentwickeln. Also ich möchte es so ausdrücken, wir bringen alle Voraussetzungen mit, um diese Herausforderung erfolgreich zu unseren Chancen zu machen. Und ich bin eine überzeugte Europäerin. Ja. Wir brauchen einen starken Binnenmarkt, wir brauchen auch Beziehungen, und da begrüße ich das auch, dass die Europäische Union jetzt wieder intensiver in Gespräche auch mit anderen Wirtschaftsräumen einsteigt. Und deshalb ist eben der enge Austausch mit der Wirtschaft auch ganz entscheidend, um uns als Land, als Standort weiterzuentwickeln. Was ich aber auch immer begrüße, oder wir als Wirtschaftsministerium, ist, wenn Unternehmen oder auch Menschen aus den Unternehmen auch öffentliche Debatten mitgestalten und auch mal vorangehen und auch ihre Meinung kundtun, weil sie damit ja auch die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger mitprägen. Und also Frau Nicola Leibinger-Kammüller ist ja unheimlich engagiert. Ihr Vater war auch schon sehr engagiert und bezieht auch immer klar Stellung zu den Themen, die wichtig sind, übers eigene Unternehmen hinaus. Unsere Familienunternehmen, die seit Jahrzehnten, teilweise seit eben über einem Jahrhundert,
erfolgreich in Baden-Württemberg tätig sind, die bei uns Arbeitsplätze schaffen, die bei uns den Fortschritt mitgestalten, die sich auch gesellschaftlich engagieren, für Bürgerinnen und Bürger auch oft in der Region und darüber hinaus einen Beitrag leisten. Das unterscheidet uns eben von anderen Regionen dieser Welt und wir wissen das sehr zu schätzen. Ich meine, wenn wir mal ins Land schauen, Baden-Württemberg, in Dietzingen ein Weltmarktführer, Trumpf, aber auch in anderen Städten im ganzen Land. Also wir sind ja in der Fläche so stark mit Hidden Champions, Weltmarktführern, oft eben Familienunternehmen, die im ganzen Land zu Hause sind. Und auch das unterscheidet uns von anderen Regionen, die doch sehr viel zentralistischer aufgebaut sind. Man gründet vor Ort, aus der Garage heraus wurden Weltunternehmen bei uns in Baden-Württemberg entwickelt. Und was ich eben ganz besonders wichtig finde, viele Familienunternehmen engagieren sich ja auch gesellschaftlich. Also die Menschen erleben dann eben auch in ihrem direkten Umfeld, dass oft Firmen dann auch Wettbewerbe, Veranstaltungen unterstützen, dass sie sich in der Stadt engagieren, auch was beispielsweise das Thema Bildung angeht. Also diese Verankerung auch in der Gesellschaft, dort in der Region, ist etwas, das Familienunternehmen auszeichnet. Deswegen, das ist mein Eindruck, schätzen die Menschen das, die hier im Land leben, weil sie es eben auch in weiten Teilen direkt erleben und erfahren dürfen. Also 100 Jahre Trumpf, da gratuliere ich erstmal. Das ist ein herausragendes Kennzeichen unserer Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg, weil sie eben jetzt schon über Jahrzehnte, jetzt bald 100 Jahre, Innovation, technologischen Fortschritt, gesellschaftliche Verantwortung auch im Unternehmen, die soziale Marktwirtschaft im Grunde ja auch leben und das auch ein Erfolgsmodell für die Firma Trumpf geworden ist.